Wie viele Proteine können deinen Muskelschwund vorbeugen? Dazu schauen wir uns erstmal ein Beispiel an einem 100 Gramm Steak. Und ob du es wusstest oder nicht, Fleisch besteht 65% aus Wasser. Das bedeutet, für diesen 100 Gramm Steak bekommst du letzten Endes 25 Gramm an Protein zu dir auf. Interessant oder nicht? Nö. Aber die Frage, die du bestimmt dir jetzt stellst, ist ja, wie viele Proteine verwandeln sich letzten Endes in Muskel- bzw. Körpergewebe? An erster Stelle steht da immer Muttermilch. Denn 49% der Proteine der Muttermilch verwandeln sich letzten Endes in Muskel- oder Körpergewebe. Aber da wir jetzt nicht einen ständigen Zugriff auf Muttermilch haben, müssen wir uns Muttermilch als Proteinquelle bzw. potenzielle Proteinquelle wegdenken. No! God, please, no! 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 An zweiter Stelle kommt dann eine potenzielle Proteinquelle, die wir auch zu uns aufnehmen können, nämlich Eier. Eier bestehen aus 48% aus Proteinen, die wir letzten Endes verwerten können und die sie letzten Endes in Muskelgewebe bzw. Körpergewebe verwandelt. Und Eier sind nicht nur gut, um jetzt den Muskelschwund vorzubeugen, sondern sind auch gut für den Muskelaufbau und für unsere Gesundheit. Denn Eier sind richtige Nährstoffbomben. Denn sie haben alle Vitamine außer Vitamin C, haben sehr viele Mineralstoffe und haben auch zum Beispiel Cholin, das zum Beispiel dein Cholesterin reguliert. Und hat auch Zeaxanthin und Lutein, das zum Beispiel gut für deine Augen ist. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Und dann kommen wir an dritter Stelle, sind dann Steak bzw. Fleisch oder Fisch. Und 32% der Proteine vom Fisch oder Fleisch verwandeln sich letzten Endes in Körper- bzw. Muskelgewebe. Also wenn wir jetzt 100 Gramm Steak nehmen, dann werden von diesen 25 Gramm Proteine nur 7 Gramm Proteine in Körpergewebe bzw. Muskelgewebe umgewandelt. What? Bro, what are you talking about, man? Dann kommen wir zu Milchprodukten, Soja und Whey-Protein. 17% der Proteine von Whey-Protein, Soja oder von Milchprodukten verwandeln sich letzten Endes in Muskelgewebe bzw. Körpergewebe. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Und als nächstes kommt dann das Eiklar, denn 60% der Proteine vom Eiklar verwandeln sich letzten Endes in Muskel- oder Körpergewebe. Also da ist es vor allem wichtig, das ganze Ei zu sich aufzunehmen. Und das heißt nicht umsonst das Gelbe vom Ei. Also das Gelbe vom Ei ist so am nährstoffreichsten, mineralstoffreichsten und vitaminreichsten. Deswegen wollen wir auf jeden Fall das ganze Ei zu uns konsumieren, um auch mehr Aminosäuren zu uns aufzunehmen. Denn Eier haben zum Beispiel ein sehr hohes Aminosäurenprofil. Alles klar, Digga. Dann zu guter Letzt kommt noch Spirulina. Und Spirulina hat nur 6% der Proteine, die sich letzten Endes in Muskel- oder Körpergewebe umwandeln. Also fast nichts. Was passiert jetzt eigentlich mit den restlichen Proteinen? Sie werden entweder als Werkzeug benutzt oder sie werden verschwendet. Also das bedeutet, sie werden über dein Urin ausgeschieden. Und jetzt denkst du dir bestimmt, ja, wenn ich mehr Proteine zu mir aufnehme, dann bekomme ich doch mehr Proteine zu mir auf. Das stimmt theoretisch. Allerdings musst du auch beachten, dass du auch dann mehr Proteine verschwendest. Was dafür sorgen kann, dass sich dein Protein in Zucker verwandeln kann. Das hat jetzt keine so große Auswirkung auf deinen Körper, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du es zumindest weißt. Und um unser Aminosäurenprofil zu füllen, wollen wir auf jeden Fall zur Sicherheit ERAs einnehmen, also Aminosäuren einnehmen, die unser Körper braucht, aber nicht selber herstellen kann. Und 99% von diesem Supplement, also von diesen ERAs, können auch letzten Endes in ein Muskelgewebe bzw. Körpergewebe verwandelt werden. Deswegen wollen wir auf jeden Fall Aminosäuren als Supplement zu uns aufnehmen. Yes! Yes! Jetzt kommen wir zu der Absorption von Proteinen. Wenn du jetzt beispielsweise eine Insulinresistenz hast, dann kann es dafür sorgen, dass du keine Aminosäuren aufnehmen kannst. Und die Lösung dafür, um dieses Problem zu beheben, ist, dass du auf eine ketogene Diät gehst und gleichzeitig Intervallfasten machst. Genau. Denn diese beiden Faktoren sorgen dafür, dass deine Insulinresistenz sich verbessert und auch die Aufnahme von Aminosäuren sich verbessert. Und wenn du natürlich jetzt auf eine ketogene Diät gehst, dann isst du automatisch weniger Kohlenhydrate. Und weniger Kohlenhydrate bedeutet auch, dass dein Insulinspiegel sinkt. Und das sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel sich reguliert und dass du auch dann mehr dein Insulin unter Kontrolle hast.
Allerdings ist auch Insulin ein stark aufbauendes Hormon, das beispielsweise für den Muskelaufbau gut ist. Deswegen, wenn du jetzt beispielsweise ein Athlet oder Sportler oder Kraftsportler bist, dann möchtest du ungefähr so 50 Gramm an Kohlenhydrate zu dir aufnehmen, während du eine ketogene Diät machst. Wenn du aber jetzt nicht so sportlich bist, beziehungsweise wenig oder kaum Sport machst, dann möchtest du so ungefähr 30 bis 20 Gramm Kohlenhydrate zu dir aufnehmen. Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Menschen über 50 Jahre oder die 60 Jahre, 70 Jahre oder 80 Jahre alt sind, diese beginnen ihre Magensäure zu verlieren. Was bedeutet, dass sie ihr Protein schlechter abbauen können. Und um dem entgegenzutreten, möchte man auf jeden Fall mehr Aminosäuren aufnehmen. Also mehr Aminosäuren über das Supplementieren. Des Bedarfs. Dann, wenn du einen Verlust an Kollagen hast oder schlechte Gelenkfunktion hast oder eine schlaffe Haut hast oder sagen wir mal die ganze Zeit müde bist oder ein Diabetiker mit Bauchspeicheldrüsenproblemen bist, dann kann es dafür sorgen, dass du keine Enzyme mehr produzierst, die dafür sorgen, dass du Protein abbauen kannst. Okay. Die Einnahme von zu viel Antibiotika oder der Konsum von zu viel genmanipulierter Nahrung kann dafür sorgen, dass deine Mikroben abgetötet werden, die wichtig für die Absorption deiner Proteine sind. Und mehrfreundliche Bakterien bedeutet letzten Endes, dass sie dir mehr helfen, deine Aminosäuren zu produzieren. Deswegen wirst du mehr freundliche Bakterien zu dir aufnehmen, anstatt deine freundlichen Bakterien abzutöten. Wenn du jetzt beispielsweise viele Operationen hattest, dann kann es dafür sorgen, dass du schlechter Proteine absorbieren kannst. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr wichtig, deinen Darm zu stärken und Lebensmittel zu dir aufzunehmen, die sehr mineralstoffreich oder vitaminreich sind, um auf jeden Fall deinen Darm zu stärken, damit du letzten Endes auch besser Proteine absorbieren kannst. Dann ist es besonders wichtig, gute Proteinquellen zu dir aufzunehmen. Und wie du bereits weißt, sind gute Proteinquellen beispielsweise Eier, Fleisch und Fisch. Und am besten möchtest du da wirklich Bio-Eier aufnehmen, die vom Bauern sind, und auch Fleisch von einer grasgefütterten Kuh. Und am besten auch ein Fisch, der wild gefangen wurde. Ich bin uns roh und zappelnd. Wenn du beispielsweise jetzt chronische Erkrankungen hast, dann ist es auf jeden Fall wichtig, mehr Aminosäuren zu sich aufzunehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Fettleber oder Hepatitis hast, dann sorgen diese beiden Faktoren dafür, dass du schlechter deine Proteine absorbieren kannst. Und deswegen ist es wichtig, deine Leber auf jeden Fall zu verstärken bzw. zu verbessern. Wenn du jetzt aber viel Proteine konsumierst und einen Leberschaden noch dazu hast, dann ist es eher suboptimal, viel Proteine zu konsumieren. Denn von diesen Proteinen bekommst du auch verschwendete Proteine, die dafür sorgen, dass du letzten Endes deine Leber oder deine Nieren überbelastest. Und das möchtest du ja nicht. Deswegen ist es noch am sichersten, eher BCAAs einzunehmen, also Aminosäuren, die 99% letzten Endes in dein Körpergewebe kommen. Und jetzt kommt wahrscheinlich die wichtigste Frage, wie viel Proteine soll ich denn zu mir aufnehmen? Also wenn du jetzt beispielsweise ein Sportler bist oder Athlet bist oder halt sehr viel Kraftsport betreibst, also wirklich fast jeden Tag trainierst, dann ist es am besten so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein zu dir aufzunehmen oder sogar 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen. Wenn du jetzt aber nicht so viel Sport treibst oder kaum Sport treibst, dann ist das Minimum so 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen. Am besten hältst du dich einfach so zwischen 85 Gramm und 170 Gramm an Protein auf. Das ist so am sichersten. Aber du musst selber mal schauen, wie viel dein Körper überhaupt an Proteinen verträgt. Und wo du daraus herausschließen kannst, wie viel Proteine du brauchst oder wie viel Proteine genug oder wie viel Proteine zu viel oder zu wenig sind. Deswegen, du musst dich da einfach mal ausprobieren. Allerdings, wenn du die Qualität deiner Proteine hochhältst, dann wird dein Bedarf an Proteinen nicht so hoch sein. Merk dir auf jeden Fall dieses Zitat. Sehr wichtig. Stop it. Get some help. Gut, du weißt jetzt, was die besten Proteinquellen sind, welche Proteinquellen letzten Endes am meisten in Muskelgewebe bzw. Körpergewebe verwandelt werden, und du weißt auf jeden Fall, wie du deinen Muskelschwund vorbeugen kannst. Yeah, boy. Und das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass dir auf jeden Fall dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video. Dein David. Proteine. Wir brauchen Proteine.